Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Pestdoktor ist nun jetzt schon ein paar Tage draußen. Seit dem letzten Update wurde er auch mit hinzugefügt und ist jederzeit spielbar. Allerdings ist noch kein Server seitdem her erschienen. Das heißt, es gibt noch keinen Klassenserver, wo der Pestdoktor sich drauf ansiedelt. Allerdings sehen wir jetzt schon bereits, dass der letzte Server EU23 als, ja, sagen wir mal, Server genommen wird, wo halt Leute im Nachhinein den Pestdoktor drauf spielen. Wenn wir hier einmal auf Analysen gehen, dann sehen wir, dass der Pestdoktor hier auf EU23 mittlerweile schon eine Pickrate von 21,35% hat, obwohl EU23 lange vor dem Pestdoktor released worden ist. Ja? Das heißt, der Pestdoktor kam erst im Nachhinein und es haben sich Leute gedacht, okay, wir testen die neue Klasse oder spielen die neue Klasse auf dem letzten Server. Auf anderen Servern sieht es nicht so aus, es wurde sich hauptsächlich EU23 geschnappt, wo der Pestdoktor halt eben drauf gespielt wird. Ja, auf anderen Servern tummeln sich hier und da auch ein paar Pestis, aber auf EU23 ist auf jeden Fall der Server, wo halt die Klasse am meisten momentan gerade gespielt wird. Ich bin gespannt, wie es auf EU24 aussieht. Wenn wir irgendwelche Klassen-Release-Server immer so gesehen haben, dann sind die meistens immer so über 30% oder sowas gewesen. EU17 müsste hier der Paladin-Server als Beispiel gewesen sein. Ja, genau, das war EU17. Da sehen wir zum Beispiel auch, dass hier der Paladin über 31% des Servers belegt. Und es ist natürlich immer fraglich, ob man halt eben auf so einem Server spielen möchte, weil man halt immer dieselbe Klasse faced. Ja, das Ganze ist allerdings bei den letzten Klassen-Releases immer so gewesen, dass eine Klasse released worden ist. Am Mittwoch kam die meistens raus und am Freitag kam dann der Serverstart. Also es waren 2 Tage so dazwischen, ehe die Klassen released worden sind und auf den Servern spielbar geworden sind. Jetzt sehen wir hier zum ersten Mal, dass die Klasse released wird und lange Zeit erstmal jetzt nicht der nächste Server kommt, wo die Klasse drauf spielbar ist, sondern sich gedacht wird, okay, wir nehmen den letzten Server. Deswegen bin ich gespannt, wie hoch die Pickrate diesmal sein wird auf EU24. Wenn der Server kommt und schon die Vorregistrationsphase anfängt, dann werden wir da definitiv schon mal drauf schauen. Ich denke mal, aber bei FAR wird der Pestdoktor da auch, denke ich mal, ja, gut abschneiden auf jeden Fall. Ansonsten stellt sich natürlich die Frage, wie gut ist denn jetzt der Pestdoktor? Ja, kann er mit den anderen Klassen mithalten? Wie ist er so im PvE? Ist er eine gute Serverstartklasse? Kann man ihn gut pilzen? Ist er gut in den Dungeons? So, ich selbst persönlich habe ihn jetzt auf einem Live-Server noch nicht gespielt, aber bin gestern auf eine Grafik gestoßen aus der Shakes and Fidget Taverne, die halt den Pestdoktor ja, eingerankt haben in der Tierliste mit anderen Klassen nach PvE. Ja, und die Tierlist möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Die sieht nämlich so aus. Ja, die wurde hier am 4.11. geupdatet, also vor ganz kurzer Zeit. Jetzt haben wir gerade den 6., wo ich das Video hier aufnehme, also 2 Tage später. Und man sieht bereits schon, dass die Pestdoktor-Klasse hier im A-Tierbereich drin ist, was natürlich sehr spannend ist auf jeden Fall, denn das zeigt, dass die Klasse definitiv eine sehr gute Server-Push-Klasse ist, so, ja. Also wie gesagt, ich habe die Liste hier nicht selbst erstellt, sondern die kommt aus der Shakes and Fidget Taverne, also aus der SF-Community auf dem Discord-Server. Und ja, da sind halt sehr viele Leute, beziehungsweise die Community dort sehr bekannt dafür, sehr versierte Menschen zu sein, die halt eben das Ganze auf Herz und Nieren testen, mit vielen theoretischen Tests und so weiter und so fort, mit SF-Tools daran gehen und halt eben das Ganze berechnen, so was ich gar nicht machen könnte in der Theorie. Ich könnte halt in der Praxis hingehen und sagen, okay, pilzt sich das gut, pilzt sich das nicht gut und aus dem Bauchgefühl halt so argumentieren. Aber ich denke mal, dass die Leute auf der SF-Taverne hier, denke ich mal, einen besseren Job machen, was das Ranking anbelangt, als ich es tue. Ich kann euch das nur so zeigen und halt eben so argumentieren, dass das Ganze dann wahrscheinlich auch eine gute Klasse für Dungeons ist. Denn wie gesagt, ganz wichtig, diese Liste geht hier nach PvE und rankt sich hier mit anderen ja, Kundschafterklassen hier auf jeden Fall auch ein. Ne? Also das ist auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten. Diese Liste ist natürlich da, um zu diskutieren. Also falls jetzt irgendjemand von euch eine andere Meinung hat oder sagt, nö, da bin ich nicht so ganz d'accord,
das sehe ich anders, könnt ihr natürlich sehr gerne da eure Argumentation natürlich auch schildern, um vielleicht ein paar andere Sichtweisen zu bekommen. Wie gesagt, diese Tierlist ist jetzt halt eben aus der Community entstanden und rankt diese Klassen halt eben so ein. Wir sehen hier ganz interessant neben dem PvE-Aspekt und dem Pestdoktor auch noch den Assassin, Dämonenjäger, Kundschafter. Ja, das sind halt eben Klassen, die waren schon auf den alten Tierlisten so mit drauf und sind halt sehr valide so, ne? Sind gut in den Dungeons so, ne? Der Assassine ist dabei die teuerste Klasse, beziehungsweise die nervigste Klasse, weil sie halt eben 2 Waffen benötigt, ja. Und der Assassine ist nur besser als der Dämonenjäger und der Kundschafter, wenn er 2 gute Waffen besitzt. So, ne? Dann haben wir hier in dem B-Ranking, also wie gesagt, es bezieht sich hier wirklich nur auf PvE, es hat nichts mit PvP zu tun, ja. Die sind halt durchschnittlich in den Dungeons im Vergleich zum Kundschafter. Ja, haben wir hier im B-Bereich den Bersi, den Necro, den Paladin, den Barden und den Magier. Ja, obwohl hier 3 Klassen mit diesem Bug-Symbol zu kennzeichnen sind. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ist auch hier unten beschriftet, wofür das steht. Und dann im C-Tier-Ranking, also sehr schlecht in den Dungeons, haben wir halt eben Klassen, die ein bisschen langsamer performen als andere Klassen so. Der Druide, der struggelt gegen den Magier, ja, Krieger und Kampfmagier sind schlecht in Anführungszeichen im PvE, weil die sehr niedrige Schwankungen haben, also Volatilität ist sehr gering, wodurch das Potenzial nicht sehr hoch ist, überverhältnismäßig viel Damage zu machen in Dungeons und deswegen halt das Potenzial gar nicht dazu da ist auf jeden Fall. Ne? Hier sehen wir auch nochmal den Druiden, dass er hier auch nochmal einen Bug hat. Und ja, dann haben wir hier einmal beim Nekromanten den Bug, dass das Skelett anscheinend, ein paar Sachen wusste ich hier tatsächlich auch gar nicht von, nur einmal revived. Ja? Dann haben wir hier den Musik-Crit. Damage vom Baden ist zu hoch anscheinend, abhängig von dem Level. Ja, also es liest sich so, als ob es ein Bug ist, der sogar eher positiv sein könnte für den Baden. Allerdings natürlich auch das Potenzial da ist, genervt zu werden. Dann haben wir hier einmal die Frenzy doesn't increase Enrage like other Dodge classes do. Also dass halt quasi der Berserker mit seinem Rage, mit seiner Wut halt eben nicht die Wut triggert, also einen Wutangriff, also wenn zum Beispiel jemand getroffen wird, dann kriegt man ja so einen sogenannten Wutbonus. Ja, der triggert halt nicht so wie andere Klassen, die wo halt eben ausgewichen wird. Wer nicht weiß, was ganz genau der Wutbonus ist, in meinem Handschuh-Trick-Video, sag ich mal, was ich erklärt hatte, beziehungsweise was ich auf YouTube mal gebracht hatte, da habe ich den Wutbonus ganz genau erklärt. Wenn jemand zuerst angreift, dann macht er mehr Schaden, weil der halt eben schon die Wut getriggert hat und so weiter und so fort. Ne? Da kann man sehr gerne mal draufklicken. Und der Swoop Crit Damage ist viel niedriger als erwartet. Also der Sturzangriff, der Sturzflug vom Druiden, ja, deswegen ist er hier auch noch mit einem Bug gekennzeichnet. Also man kann die Tierlist nicht ganz für voll nehmen. Es ist halt eher eine Momentaufnahme, deswegen auch hier immer das letzte Update, was halt diese Liste betrifft, weil es kann natürlich auch immer sein, dass irgendwelche Bugs gefixt werden oder so. Ne? Und dann hier unten nochmal der Hinweis, PvE ist wichtiger als PvP. A, C-Tier Klassen können outperformen, können eine A-Klasse outperformen, wenn sie halt eben signifikant mehr bezahlen oder halt einfach besser spielen. Also es ist auch hier nicht alles so in Stein gemeißelt. Ne? Wer halt eben besser spielt, mehr bezahlt, dann können zum Beispiel halt eben auch Krieger und Battlemage halt eben auch hier oben mit reinfliegen, so, beziehungsweise halt eben können die auf Rang 1 stehen. Das sehen wir zum Beispiel ganz gut auf EU20 immer. Das ist immer ein ganz gutes Beispiel.
Wir haben hier den Capso, der halt eben einen Battlemage spielt und das ist so der von den Stats her der Rang 1 Spieler auf EU20 und es ist halt ein Battlemage, ja, und eigentlich dürfte der nicht so weit oben in der Ehrenhalle stehen, aber weil da halt eben signifikant mehr gepaid worden ist, kann der Battlemage halt eben auch mit anderen Server-Push-Klassen, Server-Start-Klassen gut mithalten, also das Ganze ist halt wie gesagt nicht in Stein gemeißelt. Ja, die Klassenwahl ja, ist für Free-to-Play-Spieler weniger relevant, sage ich auch immer wieder. Geht halt eben eher darum, mit welcher Klasse habt ihr am meisten Spaß. Daraus solltet ihr resultierend eure Klassenwahl treffen für den nächsten Serverstart und nicht, welche Klasse ist im PvP, PvE am besten. Es bringt euch nichts, wenn ihr eine Klasse wählt, die ihr nicht mögt, aber wo ihr sagt, okay, die ist jetzt gerade Meta, ja, bringt es euch nichts, die zu spielen, wenn ihr nach einem Jahr sagt, oh, ich habe auf die Klasse eigentlich gar keinen Bock. So, dann nehmt ihr lieber eine etwas augenscheinlich schwächere Klasse, obwohl alle Klassen ihre Vor- und Nachteile haben, halt ebenso, ne? Und habt halt mit der Klasse mehr Spaß über längere Jahre, als eben etwas ja, augenscheinlich Stärkeres zu nehmen und dann halt eben nach 1-2 Monaten zu sagen, nö, macht mir doch gar keinen Spaß. Deswegen eher nach persönlichen Empfinden entscheiden, welche Klasse man nimmt, als eben solche Tierlisten so, ne? Das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Genau, und das ist so die aktuelle Liste, die es gibt jetzt gerade in Bezug auch zum Pestdoktor, falls da Leute irgendwie gefragt haben sollten, wie man jetzt die neue Klasse einkategorisieren würde. Also das ist anscheinend so der ja, gerade der aktuelle State of Mind, kann man so sagen, über den Pestdoktor. Ich werde ihn selbst erst auf EU24 dann mal testen und mal gucken, wie sich die Klasse halt eben so spielt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ansonsten, genau, soll es das erstmal soweit von mir gewesen sein. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Seid ihr d'accord, seid ihr dagegen? Falls ja, dann sehr gerne mal erklären, warum, beziehungsweise warum ihr das anders seht. Da bin ich auf jeden Fall immer sehr offen dafür, alle Meinungen anzuhören. Und ja, genau, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.